Ihr seid alle da und das bedeutet, dass es mir nicht gegangen ist wie der Bischof, der kam zur Ortskirche am Sonntag und es waren nur 3 oder 4 Leute, die saßen dort, und als er hinauf in den Pult kam, er sprach zu dem Pfarrer und sagte: Haben Sie den Leuten gesagt, dass ich komme? Nein, sagte er, aber es hat sich herumgesprochen. Unser Thema heute ist ein sehr aktuelles Thema. Was sind wir Menschen? Sind wir nur Atome, Moleküle und selbstsüchtige oder egoistische Gene? Oder sind wir noch mehr? Und ich möchte 3 Zitate vorlesen, die uns 2 Weltanschauungen vorzeigen. Der erste Zitat kommt aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Dann kommt Professor Richard Dawkins, der Professor für das öffentliche Verständnis der Wissenschaft in Oxford. Von ihm, die Bücher sind weltbekannt. Ich merke auch hier in Deutschland die Buchhandlungen voll. Die Menschen, schreibt er, sind Überlebensmaschinen, Roboter, blind programmiert, die egoistischen Moleküle zu erhalten, die wir Gene nennen. Und drittens kommt Professor George Gaylord Simpson aus Harvard, weltbekannter Biologe. Der Mensch ist das Produkt eines zwecklosen und natürlichen Prozesses, der ihm nicht im Sinne hatte. Er würde nicht geplant. Diese Zitate sind Welten voneinander entfernt. Und die Frage ist, was ist die Wahrheit über den Menschen? Irgendwie kommt es mir vor, als ob wir Leute, die in diesem Jahrzehnt leben, wir kommen in eine Zange hinein. Früher, die Wissenschaft hat für sehr viel gegolten. Und es schien, als ob die Wissenschaftler uns gewisse Wahrheiten lieferten. Aber der Haken dabei war eine Art Scientismus, der sagt, dass nur die Wissenschaft uns die Wahrheit anbietet. Und daher sind Aussagen wie diese Aussage aus 1. Buch Mose von keiner Wert. Aber man glaubt irgendwie in der Wissenschaft an eine absolute Wahrheit und man versucht anhand wissenschaftlicher Methoden näher und näher zu dieser Wahrheit zu kommen. Aber dann haben wir der sogenannte Postmodernismus, der alle Wahrheit in Frage stellt und alles relativisiert. So auf einer Seite die Wissenschaft, die meint, eine Wahrheit zu geben, obwohl nicht die der Bibel. Auf der anderen Seite eine Strömung, die wir überall in unseren Schulen und Universitäten und Medien merken, dass alle Wahrheit in Frage stellt und alle absolute relativisiert. So eine gewisse Zange. Und es ist sehr wichtig, dass wir das ein bisschen näher analysieren und in aller Ruhe zurückkommen zu den Aussagen der Bibel
die meines Erachtens zumindest umso wichtiger sind in einem Zeitalter, das sie in Frage stellt. Es geht um die Bedeutung und Wert des Menschen. Wer bin ich als Mensch? Und dabei spielt die Frage der Herkunft eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das können wir uns sehr leicht merken. Zum Beispiel, wenn jemand Amnesie hat und hat seine Vergangenheit vergessen, dann verliert er seine Identität und versucht anhand von Gesprächen festzustellen, was er gemacht hat dann und krampfhaft versucht, eine Identität wiederzubekommen, indem er untersucht seine eigene Vergangenheit durch die Erinnerung von anderen. Was ich über meine Vergangenheit denke, prägt weitgehend mein Begriff, meine eigene Identität und Wert. Und daher macht es sehr viel aus, ob wir nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind oder dass wir letzten Endes nur das Endergebnis eines reinen naturalistischen Prozesses sind. Es macht sehr, sehr viel aus. Die Zukunft prägt uns auch, prägt unsere Hoffnung. Leute begehen Selbstmord, wenn sie keine Hoffnung haben. Und so in der Bibel fangen wir an mit der Vergangenheit und wir enden mit der Zukunft. Und es ist nicht überraschend, dass sowohl das, was die Bibel über den Anfang sagt, und das, was die Bibel über die Zukunft sagt, so hart angefochten wird, weil unsere ganze Identität und Hoffnung am Spiel ist. Daher ist die Frage äußerst wichtig. Aber es ist nicht bloß eine Frage der reinen Wissenschaft selbst. Weil wir merken zunehmend unter Wissenschaftlern, dass vor allem die Herkunftsfrage weitet sich aus und aus und aus in allen Arten von unterschiedlichen Bereichen und bestimmt Ideen von Sittlichkeit, von gesellschaftlichem Leben und so weiter und so fort. Und es ist sehr interessant zu merken, dass, obwohl in früheren Jahren nicht so sehr viel eine Zeit lang gesagt würde von der Übertragung der Biologie in die Sozialethik, jetzt sind wir noch einmal dran. Nicht so sehr viel würde gesagt wegen der Welterfahrung von Rassismus, von Programmen für die Zukunft der Menschen und solche Dinge. Aber jetzt, Sozialbiologie ist ein zunehmendes Fach und ein Buch ist in den letzten 2 Wochen erschienen von einem berühmten Psychologen in Amerika, E.O. Wilson. Und er schreibt, wir Menschen jetzt, der Neodarwinismus völlig freien Lauf haben in allen Bereichen der Sozialethik, in alle Bereiche des menschlichen, gesellschaftlichen Lebens. Und das hat natürlich verheerende Konsequenzen. Und was passiert ist Folgendes. Angeblich wird das alles auf der Basis der Wissenschaft aufgebaut. Das ist der Eindruck zumindest, und das ist, was mich interessiert vor allem,
das ist der Eindruck, den die Öffentlichkeit bekommt. Zuerst die Wissenschaft und dann diese Theorien der Gesellschaft, der Ethik aufgebaut. Und die Folge ist, dass der Mensch, der denken will, er will nicht als Analphabet abgeschrieben werden. Dann kommt er in eine Schwierigkeit. Was kann er oder sie dazu sagen? Und unsere Kinder in der Schule und in der Universität, die hören diese Ideen tagtäglich. Haben wir Antworten dazu? Es ist äußerst wichtig, dass wir über diese Dinge nachdenken. Und immer mehr merken wir, dass führende Wissenschaftler diese sittliche, moralische Folgen aus der Wissenschaft ziehen. Ich möchte nur ein paar Beispiele bringen, damit wir das wirklich begreifen. Jacques Monod ist natürlich weltbekannt für sein Buch Zufall und Notwendigkeit. Reiner Zufall, schrieb er, absolut frei, aber blind, liegt zum Wurzel des erstaunlichen Evolutionsgebäudes, so dass der Mensch letztlich weiß, dass er in der gefühlslosen Immensität des Alls alleine ist. Und jetzt kommt es. Weder sein Schicksal noch seine Pflicht sind niedergeschrieben worden. Es gibt keine Pflicht, die zumindest niedergeschrieben worden ist. Professor Will Provine ist ein sehr bekannter Professor für Biologie und Geschichte der Wissenschaften in Cornell-Universität in den Staaten. Sagt er, die moderne Wissenschaft impliziert unmittelbar, dass die Welt strikt nach mechanistischen Prinzipien organisiert wird. Es gibt überhaupt keine zielorientierte Prinzipien in der Natur. Es gibt keine Götter und keine rationell feststellbar entwerfenden oder planenden Kräfte. Und dann geht er weiter. Die moderne Wissenschaft impliziert unmittelbar, dass keine inhärenten moralischen oder ethischen Gesetze existieren, keine absoluten Führungsprinzipien für die menschliche Gesellschaft. Und in einer populären Darstellung in einer Zeitung neulich bei uns schrieb der wissenschaftliche Korrespondent, die beste Darstellung der Herkunft unserer Spezies sagt, dass unser einziger unsterblicher Teil das DNS-Molekül ist. Es ist aber nicht nur die religiöse Erklärung der Welt, die durch wissenschaftliche Erklärungen unserer Herkunft widersprochen wird, sondern auch fast alle unsere ethischen Werte, da die meisten von ihnen durch unser religiöse Erbgut geformt wurden. Eine wissenschaftliche Beschreibung der Menschheit hat genauso wenig Platz für den freien Willen oder die Gleichheit der Kapazität jedes Einzelnen gut zu sein oder gerecht zu handeln, als für die Seele. Also das genügt zu zeigen, dass hier werden schwer, tiefwiegende, ethische, moralische Folgen gezogen von der Stand der Wissenschaft. Und daher betone ich, ist es äußerst wichtig, dass wir etwas dazu zu sagen haben. Weil wenn wir nichts dazu zu sagen haben, werden unsere jungen Leute keine Antwort in der Schulklasse haben, wenn sie vielleicht dort alleine stehen und auch in der Universität. Es ist interessant, dass die Evolutionslehre neulich beschrieben worden war von diesem Biologen Will Provine als der mächtigste je erfundene Erzeuger des Atheismus. Und er sagt es ganz offen. Zuerst Biologie, direkt, unmittelbar kommt man zu Atheismus. So, wenn man intellektuell glaubwürdig bleiben möchte.
dann muss man einfach Glaube an Gott aufgeben. Das ist unser Thema für heute Abend. Und ich denke, dass vor allem heutzutage es ist so wichtig. Im Vorwort zum Buch Evolutionismus und Christentum steht Folgendes. Heute ist insofern ein neues Stadium der Debatte erreicht, als Evolution über ihren naturwissenschaftlichen Gehalt hinaus zu einem Denkmodell erhoben worden ist, das mit dem Anspruch auf Erklärung des Ganzen der Wirklichkeit auftritt. Dass diese Philosophie sich als scheinbar reine Auslegung naturwissenschaftlicher Erkenntnis darbietet, sich mit ihr geradezu identifiziert, gibt es eine fast unwidersprechliche Plausibilität, die inmitten der allgemeinen Krise philosophischen Denkens nur umso wirksamer ist. Das ist richtig so. Und der öffentliche Eindruck, und ich treffe es jeden Tag, auch gestern, in meiner College in Oxford, der Eindruck ist, dass Darwin den letzten Nagel in den Sarg Gottes eingehämmert hat. Und mit ihm ist eine Wasserscheide in der Geschichte des menschlichen Denkens erreicht. Und wie Dawkins, um ihn nochmals zu zitieren, sagt, Darwin hat mir geholfen, eine intellektuell zufriedener Atheist zu sein. Jetzt haben wir die intellektuelle Begründung, um Atheisten zu sein und unseren Kopf als Atheisten hochzustellen. Wir finden es nicht nur leider in der populären Wissenschaft, sondern auch in den Lehrbüchern in Universitäten, wovon ich eine große Sammlung habe. Ein Beispiel genügt. Professor Monroe Strickberger schreibt das Lehrbuch, das in Cardiff Universität und viele andere benutzt wird. Er schreibt, die Furcht, der Darwinismus sei ein Versuch, Gott im Bereich der Schöpfung zu ersetzen, war gerechtfertigt. Zur Frage, hat die Erschaffung der Menschen ein Ziel? Antwortet die Evolution, nein. Die Evolution lehrt, dass die Anpassung der Spezies und der Menschen durch die natürliche Zuchtwahl und nicht durch Design, durch Plan entstanden sind. Und so, seinen Studenten werden gelehrt und werden vor einer klaren Wahl gestellt. Entweder wird man Atheist oder man geht das Risiko ein, als intellektuell abgeschaffen zu werden. Was sollen wir dazu sagen? Und ich möchte mehrere Dinge dazu sagen. Weil es gibt auf verschiedenen Ebenen, soweit ich feststellen kann, grundlegenden Fehlern, nicht nur in der Wissenschaft, dazu kommen wir etwas später, sondern in der Logik des Arguments selbst. Denken wir ein bisschen darüber nach, wenn es nicht zu spät am Abend ist. Denken wir ein bisschen darüber nach. Hier kommen die Biologen und die sagen zu uns, die haben einen Mechanismus, Mutation und natürliche Zuchtwahl. Und die können uns das zeigen. Und die Tierzüchter können uns das zeigen, können wunderbare Dinge tun. Nehmen wir einen Augenblick an, wenn wir das tun können, so spät am Abend, dass sie recht haben. So, sie haben einen Mechanismus. Wie kann man von der Existenz eines Mechanismus zu der Nicht-Existenz eines Gottes kommen, der für diesen Mechanismus verantwortlich ist? Denken wir darüber nach. Ich komme von dem primitiven Urwald Irlands. Und ich habe nie denken wir an den neuesten deutschen Wagen, Rolls-Royce. Ich habe nie im Leben ein Rolls-Royce gesehen. Und so komme ich nach Deutschland, nach Dillenburg. Dort ist ein deutscher Rolls-Royce.
Was ist das? Ein Rolls-Royce. Was ist Rolls und Royce? Die sind Namen von Menschen, von zwei bekannten Menschen. Zeigen Sie mir dieses Auto. Und so, das Auto läuft, ich kann es kaum hören natürlich, und läuft so glatt. Und ich sage, dieser Rolls und Royce, die müssen äußerst kräftige Männer sein. In diesem großen Wagen zu stehen und so zu laufen, dass der Wagen so... Und du kommst zu mir und sagst, John, ja, wir vergeben den Iren manche Dinge. Und ich gehe nach Tübingen und studiere Ingenieurwissenschaft. Jetzt habe ich es. Ein Rolls-Royce. Ich habe Ingenieurwissenschaft studiert und jetzt verstehe ich, wie dieser Mechanismus funktioniert, dieser Motor. Ich habe es begriffen. Natürlich Rolls und Royce, das war ein Mythos. Die existieren überhaupt nicht. Ich habe den Mechanismus verstanden, total verstanden, wie es funktioniert. Daher existiert Rolls und Royce nicht. Das wäre verrückt. Die Entdeckung eines Mechanismus auf dieser Ebene natürlich schließt nicht aus die Existenz einer Intelligenz, die diesen Mechanismus erfunden hat. Aber es scheint mir, dass dieser logische Fehler wird sehr oft gemacht, immer wieder gemacht, von den höchst intelligentesten Leuten. Es ist so faszinierend, dass dieser Fehler gemacht ist, dass ich habe es ein bisschen untersucht in Gesprächen mit führenden Wissenschaftlern. Es ist uns vollkommen klar, dass es gibt gewisse Ebenen von Erklärung von einer Sache. Zum Beispiel ein Thermometer. Man kann eine Erklärung geben, wie es funktioniert. Man kann auch eine Erklärung geben, wofür es benutzt wird in einem gewissen Fall, um eine Temperatur zu messen. Und diese Erklärungen sind logisch kompatibel. Die schließen einander gegenseitig vollkommen nicht aus. Wenn ich meine wissenschaftlichen Kollegen frage, nachdem ich diese Geschichte geändert ab und zu mal, aber doch dieselbe Geschichte erzählt habe, weil ich finde, dass die klügsten Leute lieben die einfachsten Geschichten. Ich sage, warum ist es, dass sie diese Logik nicht akzeptieren? Oh, sie sagt, John. Es liegt in der Natur des Mechanismus selbst. So habe ich untersucht oder versucht zu untersuchen, soweit ich das tun kann, was die Menschen schreiben über die Natur des Mechanismus selbst. Und dort finden wir sehr interessante Dinge. Ein Beispiel, hier ist Dawkins wieder. Der einzige Uhrmacher in der Natur. Es gab einen sehr berühmten Theologen, Paley, in England, vor vielen Jahren, und er hat ein Bild benutzt, ein sehr nützliches Metapher eigentlich. Und er sagte, wenn wir durch den Wald gehen oder über die Heide und wir finden eine Uhr, auch wenn wir nicht wissen, wo es herkam oder wofür es ist, wir denken nicht, was für ein interessanter Zufallserzeugnis. Das denken wir nicht. Sondern wir sehen dahinter Indizien einer planenden Intelligenz. Und das ist das Uhrmacher-Argument. Wird heftig kritisiert, aber immerhin, und ich habe keine Zeit, das in Einzel zu beschreiben, immerhin ist ein sehr wichtiges Argument auch für heute noch. So schreibt Dawkins, der einzige Uhrmacher in der Natur, er kommt zu dieses Argument zurück, ist die blinden Kräfte der Physik. Ein echter Uhrmacher plant und zielt auf einen künftigen Zweck. Die natürliche Zuchtwahl, der blinde, unbewusste automatische Vorgang, den Darwin entdeckte,
und von dem wir heute wissen, dass er die Erklärung für die Existenz und scheinbar zweckmäßige Gestalt alles Lebens ist, zielt auf keinen Zweck. Sie hat keine Augen. Sie plant nicht voraus. Wenn man behauptet, dass sie die Rolle des Uhrmachers in der Natur spielt, dann die eines blinden Uhrmachers. Also dort ist eindeutig klar, sagt Dawkins, es gibt nur den blinden Uhrmacher der natürlichen Zuchtwahl und Mutationen. Aber hier gibt es eine Art Taschenspielerei oder vielleicht besser Gedankenspielerei. Selbstverständlich sind Prozesse wie Selektion und Mutation blind und bewusstlos in sich selbst, wie ein Rolls-Royce-Motor blind in sich selbst ist. Das sind sie einfach. Man merkt hier eine Zweideutigkeit in der Sprache. Freilich, wie ich gesagt habe, sind Mechanismen blind. Aber die Ingenieure Rolls und Royce, die den Mechanismus planten, sind keineswegs blind. Wie wäre es, wenn ich sagen würde, und jetzt lese ich den Zitat wieder mal, der blinde, unbewusste automatische Vorgang eines Rasters und Zufallsbewegungen meiner Arme ist die Erklärung der Existenz und scheinbar zweckmäßiger Gestalt meiner selbst aufziehenden Armbanduhr. Der Raster und das Uhrwerk haben keine Augen, sie planen nicht voraus. Also man sieht sofort, dass das eine falsche Logik ist. Und der Leser, der so eine Beschreibung liest, kann sehr leicht den Eindruck bekommen, dass Dawkins eine hinter dem Prozess stehende Intelligenz wegargumentiert hat, wenn er im Gegensatz diese Frage überhaupt nicht behandelt hat. Tatsächlich hat er bloß seinen Glauben ausgedrückt, nicht das Ergebnis der Wissenschaft. Das heißt, er macht, und viele andere Beispiele könnte ich geben, er macht eine Grenzüberschreitung von der Wissenschaft in die Philosophie. Nun, solche Beschreibungen der evolutionären Mechanismus oder der, sollte ich genauer sagen, der vermutlichen Mechanismus enthalten so oft eine Mischung von objektiven Daten, theoriegeleiteten Interpretationen und weltanschaulichen Faktoren, dass der Verdacht naheliegt, dass, obwohl der Atheismus als Folge der Wissenschaft dargestellt wird, die eigentliche Lage ist gerade umgekehrt. Der Atheismus geht der Wissenschaft voraus. Dawkins behauptet, dass die blinden Kräfte der Physik der einzige Uhrmacher in der Natur sei, nicht weil er es bewiesen hat, sondern weil er es schon von vornherein glaubt. Also hier ist meines Erachtens ein äußerst wichtiger Punkt. Der Eindruck, den die Öffentlichkeit so oft bekommt, ist zuerst Wissenschaft als solides Fundament, dann die Philosophie des Materialismus, Atheismus, darauf gebaut. Aber Moment mal. Könnte es sein, dass es umgekehrt ist? Ich meine, wenn es keinen Gott gibt, dann muss so etwas wie Neodarwinismus die Wahrheit sein. Es gibt, wie die Philosophen sagen, kein Tertium, keine dritte Möglichkeit. Es ist logisch, dass wenn es keinen Schöpfer gibt, dann muss Materie und Energie die Kraft haben, sich selbst zu entwickeln, all die Vielfalt des organisierten Lebens, das wir heute merken. Und hier kommt eine riesige Gefahr. Das heißt, wenn man Materialist ist, von Grundüberzeugung her, dann muss
so etwa wie Neodarwinismus wahr sein, abgesehen von jeglicher Indizien. Das heißt, die Wissenschaft liegt sehr nah zu der Philosophie. Was ist die Gefahr? Eine Wissenschaft, die sehr nah zu einer Weltanschauung liegt, wird nicht so sehr selbstkritisch sein. Das ist die Gefahr, dass die Wissenschaft selbst nicht selbstkritisch sein wird. Aber wir brauchen nicht zu raten, ob es zuerst Wissenschaft ist und dann Philosophie oder umgekehrt. Wir können einige Aussagen und insbesondere eine sehr wichtige Aussage. Ich habe in der letzten Zeit festgestellt, es ist am besten zu den führenden Menschen zu gehen, zu sehen, was sie sagen. Richard Lewontin ist höchstwahrscheinlich der klügste Genetiker der Welt zurzeit, anerkannt als solcher. Und er ist atemberaubend ehrlich, wenn er uns Folgendes berichtet. Unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen zu akzeptieren, die gegen den gesunden Menschenverstand sind, ist der Schlüssel zum Verständnis des eigentlichen Kampfes zwischen der Wissenschaft und Religion. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offenkundigen Absurdität mancher ihrer Konstruktionen, trotz der Toleranz der wissenschaftlichen Gemeinschaft für unbewiesene, gehaltlose, nur so Geschichten, wie hat der Elefant seinen Rüssel bekommen, solche Märchen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz dies, trotz jenes, weil wir eine vorausgehende Bindung eingegangen sind, nämlich die Bindung an den Materialismus. Es ist nicht so, schreibt er, dass die Methoden der Wissenschaft uns irgendwie dazu zwingen, eine materialistische Erklärung der sichtbaren Welt anzunehmen. Ganz im Gegenteil. Weil wir materialistische Ursachen vorziehen, sind wir gezwungen, einen Untersuchungsapparat und eine Reihe von Konzepten zu schaffen, um materielle Erklärungen hervorzubringen, egal wie mystisch sie für den Uneingeweihten klingen mögen. Und dann der letzte Satz. Außerdem ist dieser Materialismus absolut, denn wir können es nicht zulassen, dass ein göttlicher Fuß in die Tür gestellt wird. Das ist atemberaubend ehrlich. Das heißt, es ist nicht, dass die wissenschaftlichen Methoden uns zwingen, eine materialistische Philosophie zu akzeptieren. Es ist gerade umgekehrt, weil wir diese Weltanschauung, diesen Glauben schon besitzen, werden wir sogar die Methoden unserer Wissenschaft bestimmen, dass wir unmöglich einen göttlichen Fuß entdecken können. Aber natürlich, wenn man die Wissenschaft so konstruiert, dass sie unmöglich einen göttlichen Fuß finden kann, das lässt vollkommen offen, ob ein göttlicher Fuß existiert oder nicht. So, hier ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ich merke das nicht nur bei Lewontin, es ist bei Dawkins und vielen anderen. Wenn man untersucht, man sieht, dass unten die Philosophie ist zuerst und dann kommt darauf die Wissenschaft. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Also, wie weit sind wir gekommen? Ich habe gemerkt und ich betone es, wenn es keinen Schöpfer gibt, dann muss eine evolutionäre artige Erklärung die Wahrheit sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt einfach keine. Und das bedeutet, dass die Gefahr ist,
dass Dinge, die nicht in dieser Paradigma, wie man es nennt, diese nicht reinpassen, werden sehr leicht übersehen. Wie Professor Kuhn warnte. Und die Gefahr ist, dass die Wissenschaft selbst nicht selbstkritisch genug wird. So, was stellen wir fest? Ist die Wissenschaft hier selbstkritisch? Ich stelle fast ein Denkverbot fest. Robert Spemann, der bekannte deutsche Philosoph, hat gesagt, die Infragestellung von der Makroevolution ist das Denkverbot der Neuzeit. Das Denkverbot der Neuzeit. Man darf es nicht in Frage stellen. Aber ist es nicht normal, in der Wissenschaft Dinge in Frage zu stellen? Ich meine, denn der naive Eindruck, den wir in der Schule bekommen haben von der Wissenschaft war, man macht Beobachtungen und man ist bereit, den Indizien nachzufolgen, wo immer sie führen mögen. Es wurde uns nicht gesagt von Lewontins Haltung, dass zuerst Materialismus, Philosophie und... Nein. Und so, hier merken wir, dass es ein Denkverbot der Neuzeit gibt. Ich war vor 2 Wochen in Salzburg an der Universität, am Philosophischen Institut, und es war eine merkwürdige Erfahrung. Zum ersten Mal, soweit wir wissen, dass zur öffentlichen Debatte unter Professoren stand diese Thematik. Und ich war ganz fasziniert, wie ernst sie angenommen haben, was ich und Professor Siegfried Scherer zu ihnen zu sagen hatten. Also dann, was habe ich gesagt? Erstens, dass die Existenz von Mechanismen schafft Gott nicht ab. Aber wir müssen eine tiefere Frage stellen. Was ist die Tragfähigkeit des Mechanismus? Man kann angreifen auf 2 Ebenen. Zuerst die Logik. Die Logik ist falsch. Man kann nicht zu einer Weltanschauung von einer Wissenschaft kommen. Aber zweitens, genau weil so viele Leute sagen, dass die Antwort liegt im Mechanismus selbst, der Mechanismus braucht keinen Schöpfer, dann muss man die Frage stellen, ob der Mechanismus tragfähig ist, um das alles zu tragen, was von ihm behauptet wird. Und das ist sehr schwere Frage zu stellen. Warum? Weil Leute wie Lewontin und Dawkins sagen, dass die Evolution ist genauso etabliert und bewiesen wie die Tatsache, dass die Erde um die Sonne herumkreist. Nun, wenn ich sowas lese, geht etwas in mir auf. Moment mal. Erstens merke ich bei so vielen, dass sie den Begriff Evolution überhaupt nie definieren. Und das ist sehr wichtig, weil manche Leute denken, Evolution, was ist sie? Veränderung. Oh ja, Veränderung haben wir verändert mit der Zeit. Wir merken es so. Das ist Evolution. Klar, was ist das Problem? Oder andere sagen Evolution, das ist, was die Tierzüchter tun können. Verschiedene Hunderassen, Schafrassen, was weiß ich, das können sie tun. Aber das ist Evolution, dann ist es kein Problem. Besser sowas als Mikroevolution zu beschreiben. Evolution innerhalb vorgegebener Organisationsmerkmale oder quantitative Veränderung bereits vorhandener Organe, Strukturen oder Baupläne. Das kann man beobachten. Das ist nicht das Problem. Das Problem kommt, wenn es um Makroevolution geht. Die Entstehung neuer, bisher nicht vorhandener Organe und so weiter. Die Entstehung qualitativ neuen genetischen Materials. Und die Frage ist, wenn man sie nur fragen darf, weil in Dawkins Meinung
jemand, der die Evolution überhaupt in Frage stellt, ist entweder dumm oder sogar böse, obwohl er das nicht so gern erwähnt. Und dann geht er weiter zu sagen, wie er meint, dass viele Gläubigen sehr dogmatisch sind, was ganz eigenartig ist. Aber man muss die Sache in Frage stellen, weil, wenn man einen führenden Wissenschaftler liest und sieht, dass er vergleicht das mit der Erde in ihrer Bahn um die Sonne. Die Laufbahn der Erde um die Sonne ist ein Ereignis, das sich wiederholt und das beobachtbar ist. Aber hier, wenn es zu der Entstehung neuer genetischer Informationen, neuer Strukturen, wir sprechen von vermutlichen Ereignissen in der Geschichte. Wir sprechen nicht von einer Sache, die in einem Labor untersucht werden kann, sondern eine Sache, die eine sehr große geschichtliche Dimension hat. Und um die zwei zu verwechseln, ist eine sehr gefährliche Sache. Mikroevolutive Prozesse kann man im Labor beobachten. Jeder Tierzüchter weiß das. Das ist eine wunderbare, geniale Erfindung des Schöpfers selbst. Aber wenn es kommt zu der Entstehung von Neuem, was ist die Expertenmeinung? Und hier ist es sehr interessant, die Leute zu lesen. Hier ist Professor Wesson. Er sagt in seinem Buch Beyond Natural Selection 91, große evolutionäre Neuheiten sind nicht gut verstanden. Keine ist beobachtet worden und wir haben keine Ahnung, ob eine noch im Gange ist. Von keiner gibt es eine gute Bestätigung in den Fossilien. So darf ich als einfache Laie sprechen. Hier ist, was ein führender Mensch sagt. Das zeigt mir, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Und der Laie darf blöken, wie C.S. Lewis es einmal so schön formuliert hat, wenn er nicht zufrieden ist mit dem, was er bekommt. Und ich glaube, dass wir an der Zeit sind, wenn ich eine Nebenbemerkung machen darf, dass der Laie soll blöken. Die führenden Wissenschaftler von Darwin und Huxley und alle diese Leute bis auf heute, Lawrence, Dawkins, die schreiben für die allgemeine Öffentlichkeit, weil sie meinen, dass wir, die allgemeine Öffentlichkeit, können erstens verstehen, was sie schreiben und zu einer Meinung kommen über das, was sie schreiben. Und daher ist es wichtig, dass die Laien blöken und nicht nur die Fachleute, weil es so viel am Spiel ist. Also gut, nur noch ein Zitat oder zwei, weil wir möchten ein bisschen vorankommen. Es gibt gewisse Dinge, die uns vorgeführt wurden, als ob sie schlüssig sind in dieser Frage. Vor allem die Fossilien. Ich habe gerade Wesson zitiert, von keiner gibt es eine gute Bestätigung in den Fossilien. Und Darwin hat zu seiner Zeit diese Abwesenheit der von seiner Theorie erwarteten Übergangsformen als der große Schwierigkeit seiner Theorie gesehen. Und weltbekannter Paläontologe Niles Eldredge beschreibt die Lage heute in den folgenden merkwürdigen Worten. Wir Paläontologen haben gesagt, dass die Geschichte des Lebens den Story von gradueller Veränderung unterstützt, obwohl wir die ganze Zeit wussten, dass dies nicht der Fall sei. Das ist ein verheerendes Zugeständnis. Wir haben gesagt, dass die Fossilien unterstützen einen gradueller von Darwins Theorie erwarteten Aufstieg, obwohl wir wussten, dass es nicht der Fall sei. Und eigentlich, soweit ich sie verstehe, die Fossilienbefunde weisen auf das plötzliche Erscheinen von neuen Formen ohne Übergangsformen, vor allem in einer sehr kurzen geologischen Zeit. So, hier sind führende Paläontologen, die sagen, die Sache ist nicht so einfach, wie man sagt. Aber natürlich die größten, modernsten Argumente kommen nicht nur von der Paläontologie, sondern von der Frage der Komplexität, worüber Darwin gar nichts wusste. Und eine Grundfrage der modernen Biologie ist,
Wie ist die immens komplizierte Information entstanden, die zum Beispiel auf DNS-Molekülen kodiert ist? Und sehr oft, wenn man diese Frage erwähnt, was natürlich von großem Interesse für einen Mathematiker ist, man sagt, aber das ist ganz einfach, Ordnung entsteht überall, schau mal die Kristalle an. Und dort verwechselt man zwei sehr wichtige Begriffe. Erstens Ordnung und zweitens Komplexität. Denken wir darüber nach. Ich schreibe zu meiner Frau, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich 30.000 Mal. Das wäre natürlich schön, obwohl vielleicht sie würde sagen, warum hast du so viel Zeit verschwendet, wenn du etwas Besseres tun könntest, wie ein paar Päckchen für mich tragen. Sehr gut. Also 30.000 Mal 3 Wörter sind 90.000 Wörter. Das ist eine hochgeordnete Reihe, wie ein Kristall, immer wiederholt. Aber sehr einfach. Es ist nicht komplex. Jeder Junge hier oder Mädchen hier könnte ein Programm im Nu schreiben. Schreib, ich liebe dich 30.000 Mal, Stopp oder sowas Ähnliches. Ein sehr einfaches Programm. Die Reihenfolge 90.000 Wörter lang, Computerprogramm winzig klein und die Länge des Computerprogramms ist eine Art des Messens der Komplexität dieser Ordnung. Aber wenn wir die ersten 90.000 Wörter unserer Bibel nehmen und versuchen, ein Computerprogramm zu schreiben, wie lang wird dieser Programm sein? Fast genauso lang wie die 90.000 Wörter. Dort haben wir nicht nur Ordnung, sondern ein hohes Maß an Komplexität. Und es ist diese Art von Komplexität, das wir in DNS und in der Zelle finden. Und es gibt so schöne Dinge, die man als Mathematiker bedenkt. Zur Zeit Huxley, ich erwähne nur ein Beispiel, damit wir alle aufwachen, falls wir eingeschlafen sind. Huxley meinte damals, dass wenn man Affen hat und Schreibmaschinen und nur genügend Zeit und Papier und Tinte, könnten diese Affen die gesamte Werke von Shakespeare letzten Endes ausschreiben. Aber das ist sehr interessant, eine kleine Rechnung zu machen, dieser Art und Weise. Und es gab eine sehr schöne Veröffentlichung neulich darüber. Nehmen wir nicht die Gesamtwerke von Shakespeare, sondern der 23. Psalm. Und wir haben Affen, die sitzen bei Schreibmaschinen und die tippen ein Buchstabe pro Sekunde. So. Ungefähr dauert es 34 Stunden, bis eine Affe das Wort das oder der oder die getippt hat. Und für den ganzen Psalm 10 hoch 1000 Jahre reichen nicht aus. Das ist 1 mit 1000 Jahre. Und man rechnet, die Physiker sagen uns, dass das Universum höchstens 10 hoch 9 Jahre alt ist. Der 23. Psalm ist nicht lang. Und das ist wichtig, weil es ist nicht nur ich, der so ein Argument akzeptiere. Leute wie Dawkins, und es ist sehr wichtig, das zu merken, die alle akzeptieren das heutzutage. Dass per reiner Zufall, es ist einfach ausgeschlossen. So, was ist die Antwort? Die Antwort, das Dawkins hat, ist zu sagen, Mutationen sind zufällig, natürlicher Zufall ist nicht ein Zufallsprozess. Oder teilweise nicht. Und er kommt zurück zu den Affen. Und es ist eine sehr interessante Modifikation dieser Affen. Hier sitzen die Affen, aber diesmal, die Affen haben einen Zielsatz. Und für Dawkins ist dieser Zielsatz ein Satz aus Shakespeare. Me thinks it is like a weasel. Ich denke, er schaut auf die Wolken und sagt, mir dünkt's, es sieht wie ein Wiesel aus. So, das ist der Zielsatz. Und hier sitzen alle diese Affen in einer Reihe. Und jede tippt. Und wenn der erste Affe kriegt ein M für Methinks, ein M, dann wird das erhalten.
er wird beobachtet durch eine Schäferwaffe oder was weiß ich. Und dieser M wird erhalten und natürlich dann sehr schnell kommt man zu dem Zielsatz. Und dort sagt Dawkins, das ist die Antwort. Aber Moment mal. Sein ganzes Buch sagt uns, dass der blinde Uhrmacher hat keine Pläne, keine Ziele. So kann es keinen Zielsatz geben. Und wer ist dieser Chef Affe oder Computer? Das ist ein sehr intelligenter Kerl, weil er kann vergleichen Zielsatz mit Versuch. Es ist, als ob er hat es einfach aus dem Gehirn, aus dem Gedächtnis ausgeschrieben. Das heißt, und hier ist das Faszinierende, sehr sonderbare und für uns äußerst wichtige Sache, dass in jedem Fall, wo Sie versuchen, etwas plausibel zu machen, die schmuggeln Intelligenz hinein. Aber das ist genau, was die Bibel schon seit Jahrhunderten behauptet hat. Gott hat die Menschen aus der Erde gemacht, durch was? Seine Intelligenz. Und hier kommen wir zu einer sehr, sehr interessanten und sehr wichtigen Punkt. Jeder Versuch bringt Intelligenz und ist daher kein planloser, blinder Prozess. Aber Komplexität ist faszinierend. Und für diejenigen, die sich dafür interessieren, empfehle ich sehr das neulich erschienene Buch von Juncker und Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch. Das ist sehr empfehlenswert. Und Darwin schrieb, und hier ist etwas, das alle junge Leute und ältere Leute alle begreifen können. Darwin schrieb, wenn bewiesen werden könnte, dass irgendein komplexes Organ existiert, das unmöglich durch viele aufeinander folgende kleine Veränderungen entstanden sein kann, würde meine Theorie vollkommen zusammenbrechen. So, das war eine Herausforderung. Und letztes Jahr der Biochemiker Professor Michael Behe in einem Buch Darwins Black Box, Darwins schwarze Kiste, demonstriert, dass in der Natur viele molekulare Maschinen gibt, die so eine irreduzible Komplexität besitzen. Das heißt, es ist unmöglich, sie in einer Reihe von aufeinanderfolgenden kleinen Veränderungen entstehen zu lassen, wo jeder Schritt funktionsfähig ist. Weil wenn jeder Schritt nicht funktionsfähig ist, muss die natürliche Auslese das ausschalten. Und für diejenigen von uns, die keine Biologen sind, gibt er uns ein schönes Beispiel, die Mausefalle. Ein Mausefalle hat 6 Teile. Wie viele Teile muss man vorhanden haben, um eine Maus zu fangen? Das ist klar, alle. Es gibt keine darwinistische Erklärung für die Entstehung einer Mausefalle. Denk mal darüber nach. Und er spricht von kleinen elektrischen Motoren. Das ist einfach faszinierend. In Zellen, Bakterien, die in unserem Körper sind, die schwimmen. Und die haben sogar einen Motor. Und diese Motoren sind so klein, dass in 1 Millimeter, wenn man die Motoren aufstellt, der Reihe nach, in 1 Millimeter hat man 34.000 Motoren. Das ist unglaublich klein. Und was Michael Behe in seinem Buch zeigt, ist, dass diese molekularen Motoren, die sind so klein, dass man auf der molekularen Ebene arbeitet, die sind irreduzibel komplex. Aber darüber hinaus, in diesem neuen Buch von Siegfried Scherer und Bernhard Juncker, er hat eine Rechnung, eine haarkritische Rechnung gemacht über die Evolution selbst. Nehmen wir diese kleinen Motoren und versuchen wir auszurechnen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen winzig kleinen Motoren aus einem nur winzig primitiveren bekommen. Und er rechnet es genau. Er sagt das zugunsten der Evolutionslehre, dass wir ändern nur 5 Gene. Winzig kleine Änderungen.
Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch natürliche Prozesse das entstehen würde in der ganzen 10 hoch 9 Jahren, dass die Wissenschaftler zu unserer Verfügung stellen wollen? 1 zu 10 hoch 29. Und das sind haargenaue Rechnungen. Was so interessant ist, in diesem Bereich ist es sehr leicht zu spekulieren, eine nur so Geschichte zu entwickeln. Es könnte so und ein bisschen ändern und so. Aber wenn man die Rechnungen macht, wie Siegfried Scherer in seinem Buch macht, dann kommt man zu sehr interessanten Ergebnissen. Und Michael Behe kommt zum Schluss und sagt, hier können wir nur an einen intelligenten Input denken. Also kommen wir jetzt zu der biblischen Seite dieser Frage und dieser Fragestellung. Dawkins hat Biologie folgendermaßen definiert, sehr schön definiert. Das Studium komplizierter Dinge, die aussehen, als ob sie Produkt des Designs wären, Produkt des Plans wären. Vielleicht sehen sie aus, dass sie Produkt des Plans wären, weil sie Produkt des Plans sind. Das ist eine Möglichkeit, nicht wahr? Also, die Bibel ist freilich kein Lehrbuch der Wissenschaft. Sie spricht eher über das Warum als das Wie. Doch, was sie über die Methode der Schöpfung sagt, ist äußerst wichtig in diesem Zusammenhang. Überraschenderweise behauptet Genesis nicht, dass Gott alles auf einmal schuf. Wir lesen von diesen 6 Tagen. So fand die Schöpfung schrittweise statt. Und wenn ich eine Nebenbemerkung machen darf, das ist wahnsinnig wichtig für unsere Begriffe von unserer Welt. Wenn man Schritte sieht, man fragt, wohin die Schritte? Und die Krönung Gottes Schöpfung ist der Mensch, nach Gottes Bild geschaffen. Denk mal darüber nach. Wir haben ein bisschen Wissenschaft gehört, aber begreifen wir diese Tatsache. Der Mensch nach Gottes Bild, die Sonne nicht, die Sterne nicht, die zeigen seine Herrlichkeit, aber sind nicht nach seinem Bild geschaffen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du wichtiger bist als die Sonne oder Mond oder Sterne. Können wir das begreifen? Diese Schritte, wo Gott sprach und Gott sagte, sind Schritte und die Krönung seiner Schöpfung, nachdem er das Zuhause für die Menschen vorbereitet hat, ist der Mensch nach seinem Bild. Was für eine Wertschätzung. Ich werde nie vergessen, vor einigen Jahren in Sibirien, wo ich die Gelegenheit bekam, zum ersten Mal in 75 Jahren über den Schöpfer in der Universität von Novosibirsk zu sprechen. Und ich sagte zu den Leuten, ich möchte 2 Weltanschauungen vergleichen. Eine, die sie durch die 75 Jahre bekommen haben. Und dieser. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und ich sagte Folgendes. Wenn ich nur diesen einzigen Satz glaubte, würde ich dich nicht töten und keinen anderen Mensch, abgesehen von den 75 Millionen, das Stalin getötet hat. Ich habe in Cardiff jahrelang gearbeitet. Neben mir war ein Professor für Astrophysik, sehr bekannt. Er war derjenige, der mit Professor Sir Fred Hoyle die Kometen untersucht hat und die Spuren von organischen Molekülen in Kometen entdeckt hat. Und er ist nach Amerika gegangen, um als Experte in einer Kreationsverhör zu erscheinen. Die Leute haben nicht ganz verstanden, wer er war, als sie ihn eingeladen haben. Und er kam zurück und er sagte zu mir, John, das war so ein tolles Erlebnis. Schade, dass die Christen so naiv sind. Ich meine, die Atheisten dort waren harte Leute und ich habe sie gar nicht gern gehabt. Die Christen waren so lieb zu mir, aber sie waren also primitiv. Weißt du, die nehmen die Bibel viel zu ernst. So war ich natürlich dran.
Ich kenne sehr viele feine amerikanische Gläubigen, die gar nicht naiv sind. So sagte ich zu ihm, Chandra, ich nehme die Bibel ernst. Du auch? Und er warf mir seine Kreide und sagte, beweis es mir. So schritt ich zum Tafel und ich schrieb auf seine Tafel. Und Gott sagte, der fing an zu lachen. Du bist genauso schlimm wie die, sagt er. Hat Gott Stimmbänder und Lungen, wie wir haben, und eine Zunge? Und ich fing an zu lachen. Und ich sagte, Chandra, du bist jetzt primitiv. Hier ist eine sehr einfache Sprache, von allen zugänglich. Und Gott sagte, ich kann es umformulieren. Am Anfang war das Wort. Und alles wurde durch das Selbst. Oder andersrum, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch das Wort Gottes. Und ich sagte, und Gott sagte, einfache Sprache. Er sagte, sagen, Worte, Wörter, Code, Bedeutung, Übertragung von Information. Stopp, sagt er. Meinst du, dass in der Bibel der Begriff von Information vorkommt? So was denkst du, sagt er. Aber, sagt er, das ist erstaunlich. Ich meine, weiß Professor Hoyle davon Bescheid? Sagt, ich habe keine Ahnung. Wir müssen ihm sagen, wenn das der Fall sei, dann, das muss mein ganzer Begriff von der Bibel völlig umwerfen. Ist es nicht interessant, meine lieben Leute, dass die Bibel, die so wenig eigentlich sagt, über den Mechanismus der Schöpfung, genau auf den Punkt kommt, das Kern der ganzen Sache ist. Was ist die Herkunft der Komplexität? Was ist die Herkunft der Information? Am Anfang war das Wort. Das ist so wichtig. Ich sprach mit einem Physiker letzte Woche und ich sagte, ihr versucht reduktionistisch zu arbeiten. Das heißt, alles zu reduzieren. Biologie zu reduzieren auf Chemie, Chemie auf Physik, Physik auf Mathematik. Alles zu reduzieren. Das ist Reduktionismus. Ihr versucht das zu tun. Und ich sagte, ist es möglich aber, dass Information unmöglich zu Materie und Energie reduzierbar ist? Ja, sagt er. In der Tat haben einige Physiker versucht anzufangen mit nicht bloß ein Begriff, Materie, Energie, sondern auch mit Information. Ist es nicht so wichtig, wenn wir in unserer Bibel lesen, am Anfang war Materie? Nein. Energie? Nein. Wort. Und ich finde, und das soll auch ein Nebenthema sein, man kann mit solchen aus den Bibel kommenden Gedanken Brücken bauen zu den modernen Menschen. Ich habe bis jetzt keinen Wissenschaftler getroffen, der nicht bereit ist, mit mir über diese Dinge zu reden. Und sogar viel offener als vor einigen Jahren. Und die Tatsache, dass hier die Bibel kommt, jede Menge von Büchern, wahrscheinlich alle Leute hier haben irgendein Buch auf dem Regal, das sagt uns etwas über genetische Code oder was weiß ich in der populären Wissenschaft. Was wichtig ist, ist eine Brücke zu bauen zu den Gedanken der Menschen und ihnen zeigen, dass die Bibel, wie kann die Bibel so eine primitive Erfindung sein, wenn sie so deutlich über diesen Punkt spricht? Die Herkunft der Information ist Gott. Oh nein, sagt so viele zu mir. Du bist ein fauler Wissenschaftler. Du kannst das Problem nicht lösen. So sagst du, der liebe Gott hat's gemacht. Das ist ein Argument, das wir sehr oft. Und Gott ist einfach ein Lückenbüßer. Faulheit. Du kannst es nicht lösen, weil du nicht klug bist. Aber gib uns ein paar tausend Jahre. Mikrobiologie ist nur in ihrer Kindheit. Gib uns noch Jahre und wir werden es tun. Gib nicht auf.
dieser Einwand ist sehr ernst zu nehmen. Sehr ernst zu nehmen. Dabei sollte man natürlich nicht vergessen, falls man einen falschen Sinn für Proportionen nicht hat, dass der Aufstieg der Naturwissenschaften kam aus einer christlichen Krippe. Wenn man die große Explosion in der Naturwissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert und wenn man die Liste von den Leuten wie Newton und Kepler und so weiter und Clerk Maxwell aufzählt, die waren fast alle gläubige Leute. Das heißt, ihr Glauben an Gott war kein Hindernis zu ihrer Wissenschaft und hat aus ihnen keine faule Wissenschaftler gemacht, sondern hat sie getrieben. Wie ein führender Geschichtswissenschaftler sagte, die Menschen werden Wissenschaftler, weil sie erwarteten Gesetz in der Natur und sie erwarteten Gesetz in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Also verlieren wir nicht den Sinn für Proportionen. Zweitens, Gott ist kein Lückenbüßer. Wir sehen, und hier ist etwas sehr Wichtiges, wir sehen Gott nicht nur in den Gebieten, wo wir keine Antwort haben. Wir sehen Gott überall in den Gebieten, wo wir Antworten haben. Je mehr man entdeckt in der Wissenschaft von der Komplexität der Zelle, das zeigt uns das Meisterwerk Gottes. Gott wohnt nicht bloß in gerade den Stellen, wo wir keine wissenschaftliche Lösung haben. Das wäre verrückt. Das würde bedeuten, dass Gott einfach diese Lücke, und dann die Lücke ist durch Wissenschaft gefüllt und dann Gott hat kleiner Raum. Wir glauben an keinen solchen Gott. Aber könnte es Lücken geben? Das ist die Frage. Könnte es Lücken geben? Ich saß am Tisch in Oxford vor 3-4 Wochen mit einem weltbekannten Wissenschaftler. Und er sagte zu mir am Anfang des Dinners, wir kamen ins Gespräch und er sagt, ich bin Wissenschaftler, ich bin Reduktionist, Atheist und so weiter. So sagte ich, Sie sind Reduktionist, ja. So, hier ist diese Speisekarte, sagte ich bin ein sehr primitiver Mensch, so muss ich das sehr vereinfachen. Aber hier ist diese Speisekarte. Also, verstehe ich Sie richtig? Hier auf dieser Speisekarte sind Buchstaben und auf Papier gedruckt. Ja, sagt er. Also, gut, gehen wir reduktionistisch voran. Erklären Sie mir den semiotischen Inhalt, Bedeutung der Buchstaben anhand der Physik und Chemie von Tinte und Papier. Das ist Reduktionismus. Und seine Frau sagte zu ihm, hol dir aus dem. Und er sagte zu mir, das ist genau, was ich tue. Ich habe nie darüber nachgedacht. Es war sehr interessant, dass er ehrlich genug war, das zuzugeben. Denk mal darüber nach, dieses Bild ist so einfach, jeder kann es verwenden. Eine einfache Speisekarte. Auch wenn man die Chemie und Physik von Tinten und Papier 1000 Jahre lang studiert. Wenn man nicht bereit ist, die Intelligenz des Verfassers hinzuzufügen, wird man nie zu der Bedeutung der Buchstaben kommen können. Es gibt eine Lücke in der Erklärungskraft von der Physik und Chemie der Tinte und Papier. Und das ist eine Güterlücke. Warum? Weil sie kann uns führen zu einer Intelligenz. Noch eine sehr interessante Sache. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt oder nicht, aber sehr viel Geld wird in dieser Welt ausgegeben, um festzustellen, ob es im All andere intelligente Wesen sind. Die haben nicht genügend intelligente Wesen auf der Erde gefunden, so suchen sie woanders. Aber wie das gemacht wird, ist faszinierend. Hier sind diese riesigen Antennen, die suchen im All. Und die bekommen Signale aus dem All. Und die Frage steht auf, wie kann ich zwischen
Geräusch, das ständig vom All kommt, und einem intelligenten Signal. Wie kann ich unterscheiden? Das ist eine wissenschaftliche Frage. Und die Leute sagen, ja, das können wir tun. Wir können eine intelligente Botschaft erkennen. Wir können sie nicht notwendigerweise lesen, aber erkennen an die Art ihrer Komplexität. Und der bekannte Informationstheoretiker vergleicht diese Komplexität mit der Komplexität einer geschriebenen Sprache. Also, wenn eines Tages so eine Botschaft kommt und die Wissenschaftler sagen zu uns, hier eine Botschaft, wir erkennen, dass hier eine Botschaft ist, dann wir können zu ihnen gehen. Ach, das ist nur ein Lückenbüßer extrairdische Intelligenz. Ihr habt nicht lang genug daran gearbeitet, Sie werden sagen, nein, wir können wissenschaftlich erkennen, dass es eine Botschaft gibt. Und Yockey sagt, wenn man die Art der Komplexität einer intelligenten Botschaft vergleicht mit der Art der Komplexität in DNS, die sind gleich. Warum ist es dann, dass man bereit wäre, eine Intelligenz hinter einem Signal zu erkennen, wenn es gibt jede Menge von Signalen in der lebendigen Zelle? Interessante Frage, nicht wahr? Am Anfang war das Wort. Die Naturwissenschaft operiert auf dem Prinzip der Inferenz zur besten Erklärung. Wenn man an den Materialismus gebunden ist, dann ist die Makroevolution offensichtlich die beste Erklärung und auch die einzige möglich, wie wir gesehen haben. Aber wenn man nicht an den Materialismus gebunden ist, so scheint es mir zumindest, dass das biblische Schöpfungsmodell sowohl unsere wissenschaftlichen Befunde als auch unsere Gesamterfahrung mit Abstand besser deckt. Und es wäre zu hoffen, dass mehr und mehr das zur öffentlichen Debatte in den Medien heutzutage kommt. Aber diese Geschichte mit Papier, Tinte ist nicht ganz vorüber, weil die Bibel hat ziemlich viel über Reduktionismus zu sagen. Und ich möchte nur ein paar Stichpunkte machen gegen das Ende dieses Vortrages aus dem ersten Buch Mose. Wir haben gesehen, wie so wichtig in dieser Beschreibung ist die Tatsache des Wortes Gottes, das schöpferische Wort Gottes, die Quelle der Komplexität, die wir hier haben. Und nur eine kurze Bemerkung, das vielleicht einige Wissenschaftler interessieren wird. In der reinen Mathematik, und ich bin reiner Mathematiker, in der reinen Mathematik, wenn man jahrelang versucht hat, etwas zu beweisen und kann es nicht, es gibt zwei Möglichkeiten. Weder man sagt, ich bin nicht klug genug, ich lasse das anderen, was hauptsächlich der Fall bei mir ist, oder man sagt, vielleicht ist es nicht beweisbar. Gibt man auf Nein. Man sagt dann, ist es beweisbar, dass es nicht beweisbar ist. Und das in der Mathematik ist sehr wichtig. Wenn man 150 Jahre lang versucht hat, vergebens zu beweisen, dass der darwinistische Mechanismus tragfähig ist, vielleicht wäre es angebracht, eine sehr, sehr kritische Frage zu stellen. Ist es beweisbar wissenschaftlich, dass es nicht beweisbar ist? Und ich bin gespannt, weil in 8 Wochen erscheint ein Buch bei Cambridge University Press von einem Mathematiker, Will Dembski, der 2 Doktorate hat, einmal in Philosophie, einmal in der Wahrscheinlichkeitstheorie, der behauptet genau das, dass natürliche Prozesse sind wunderbare Träger der Information. Aber er meint bewiesen zu haben,
dass sie unmöglich Information produzieren können. Ich bin sehr gespannt, das zu sehen. Weil wenn das der Fall ist, dann haben wir einen großen Sprung vorwärts gemacht. Also, das ist nur eine Sache, die ich erwähnen wollte. Diese Frage des Reduktionismus. Ich finde es und ich habe es immer so faszinierend gefunden, was die Bibel eigentlich betont. Und das nur kurz zum Ende jetzt des Vortrages. Wenn wir in der zweiten Schöpfungsbericht lesen, Kapitel 2, Vers 4 an, das natürlich kompatibel ist mit dem ersten, wir lesen Folgendes, dass Gott der Herr den Menschen aus Staub von Erdboden bildete und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so würde der Mensch eine lebendige Seele. Der Reduktionismus behauptet, dass der Mensch, ich meine der grundsätzliche materialistische Reduktionismus, der Mensch ist nur Atome, Moleküle und egoistische Gene. Also der Mensch ist sicher Moleküle, Atome und Gene. Er ist eigentlich aus dem Staub der Erdboden gebildet. Die Frage, ist er nur das? Und was mich an dieser Stelle in der Bibel fasziniert, ist, dass die Bibel schrittweise jetzt baut auf eine antireduktionistische Erklärung der Bedeutung des Menschen und startet auf der materiellen Ebene. Der Mensch ist Staub der Erde, so und so viel Materie. Ist er nur das? Nein, nein, er ist nicht nur das. Es heißt hier, und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Begehrenswert anzusehen. Von wem? Von den Menschen. Was soll das heißen? Der Mensch ist nicht bloß Materie, er hat einen ästhetischen Sinn. Ist das wichtig? Äußerst wichtig. Schauen wir die Blumen an, wenn nicht die Menschen. Der Mensch hat einen ästhetischen Sinn. Ist das ein wichtiger Teil des Lebens? Ein äußerst wichtiger Teil. So wichtig, dass für manche Leute es erfüllt das ganze Leben. Und wir werden merken, dass wenn wir dieses Kapitel genau betrachten, schrittweise werden wir eine Vielfalt aufbauen, wo die Bibel nicht weniger sagt als andere Philosophien, sondern mehr. So, Grundsatz ist so und so viel Materie, lebendig, natürlich, eine lebendige Seele. Aber mehr, einen ästhetischen Sinn und gut zu essen, das kam als zweites. Also das ist ein wichtiger Teil des Lebens, nicht wahr? Es gibt sogar Leute, deren Leben dreht sich um diese Frage. Und man kann an ihrer Form vielleicht das ein bisschen erkennen. Das ist genauso rund wie der Erdball geworden. Und die können nur sprechen. Vielleicht ihr kennt keine solche Leute in Deutschland nicht. Aber wenn man mit ihnen ist, sie sprechen nur über das Essen, das vor ihnen liegt. Nichts anderes. Die haben kein Interesse außerdem das Essen, was sie essen. Ja, und das Befriedigen der Appetiten, das ist für viele Leute Leben. Und ästhetischer Sinn, das ist für manche Leben. Das Leben mit schönen Dingen zu füllen. Gott hat nichts dagegen. Er hat sogar den Menschen diesen Sinn gegeben. Gibt es mehr? Ja, es gibt mehr. Es gab inmitten im Garten den Baum, der Baum des Lebens und dann den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dazu kommt der Text zurück, so werde ich das selber tun. Ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern und von dort aus teilt er sich und wird zu 4 Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist und das Gold dieses Landes ist gut. Was für eine interessante Aussage. Was hat das mit
der Thematik zu tun. Hier ist ein Strom, es geht aus dem Garten hinaus. Folgen wir nach, es teilt sich in 4 und man findet Gold dort. Was besagt das? Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber seit Kindheit. Jedes Mal, dass ich eine Eisenbahnlinie sehe, ich frage mich, wo geht das hin? Ich würde so gerne das einfach folgen sehen, wo es entlang geht. Und so hier in Genesis, wir finden genau dasselbe. Gold dort auszugraben, das besagt für mich zumindest, dass die Menschen neugierig sind. Alle neugierig sind, weil Gott uns diese Eigenschaft gegeben hat. Aber für manche Leute ist es das ganze Leben. Ich kenne Wissenschaftler, die essen kaum, weil sie neugierig sind und die wollen, und sie wohnen mit keinen Blumen und keiner Farbe an der Wand, weil nur das Befriedigen des Neugiers ist für sie wichtig. Ist das Leben ein Teil des Lebens? Aber ist das das ganze Leben? Nein. Gott setzte den Menschen in den Garten, um ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Er gab ihm eine Arbeit zu tun. Vor dem Sündenfall merken wir. Ein Teil der schöpferischen Ordnung. Daher ist Arbeitslosigkeit so tragisch. Weil es ein Teil der schöpferischen Ordnung für den Menschen zu arbeiten. Und Paulus sagt es so haargenau nicht wahr. Wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Nicht, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Es gibt viele Tausende von jungen Leuten, jetzt in Deutschland bei uns auch, die so gerne eine Arbeitsstelle hätten. Aber sie wollen, aber bekommen es nicht. Es ist fast, als ob Paulus das vorher gesehen hat. Dort müssen wir sehr viel Mitleid haben. Auch ein Teil des Lebens. Und dann eine Frau. Begleitung durch das Leben. Freundschaft, Gemeinschaft, Mann und Frau und bitte nicht Mann und Mann oder Frau und Frau. Gottes Schöpfungsordnung und er schenkt diese Bedeutung im Leben. Und wenn wir versuchen, diese Grundordnungen Gottes zu ändern, zerstören wir letzten Endes sämtliche Werte und entwerten den Menschen. In diesem Kapitel, ich wünsche, ich hätte die Zeit, aber wir wissen, wo es entlang geht hier. Die sind so wichtig. Jeder Schritt hier, jedes Prinzip hat solche riesige Konsequenzen für unsere moderne europäische Gesellschaft. Und wenn man sie missachtet, was bedeutet es? Mehr Leben? Nein, weniger. Und wenn Gott eine Frau oder einen Mann schenkt, er tut das nicht immer. Aber wenn er das tut und Kinder, dann ist das ein Segen von ihm. Ist das alles, was es gibt im Leben? Nein. Es gab einen Baum oder 2 Bäume. Ein Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und viel wird darüber diskutiert. Höchstwahrscheinlich bedeutet es Erkenntnis des Guten und Bösen, Erkenntnis von alles. Ihr werdet alles wissen. Eine Theorie von alles, wie die Wissenschaftler sagen. Ihr werdet alles wissen, wie Gott, sagte der Schlange zu den Menschen. Was soll das alles heißen? Was ist Leben? Was ist der Mensch? Ein Wesen, das fähig ist, ein durch Sprache bedingtes Verhältnis mit dem Schöpfer zu haben. Schauen wir mal, dass der Kernidee in Kapitel 1 ist das schöpferische Wort oder eine Kernidee. In Kapitel 2 ist es jetzt nicht mehr das Wort beim Schöpfung, sondern das Wort, die Sprache zwischen Gott und Mensch, das sein Leben im tiefsten Sinne und in der Fülle bestimmt. Ein Verhältnis mit dem Schöpfer. Er spricht mit mir. Das ist gewaltig, meine lieben Leute. Wir haben einen Gott, der nicht nur sprach in der Schöpfung, sondern einen Gott, der bereit ist, mit mir zu sprechen.
Und es waren lauter Worte, nicht wahr? Gott sagte, du sollst das nicht essen. Es war einfach ein Wort Gottes. So, das Verhältnis würde dadurch bestimmt. Und das ist, was am Spiel ist, auf allen Etappen. Ob ich bereit bin, das Wort Gottes zu gehorchen oder nicht, das ist der große Kampf des Lebens für uns alle. Das ist Leben. Und wenn das zerstört würde durch den Sündenfall, alle anderen Eben werden dadurch zutiefst beschädigt. Was ist Leben? Physikalisches Leben ist nur die erste Stufe des Lebens. Die höchste Stufe des Lebens ist ein Verhältnis mit Gott durch sein Wort. Und wenn man das verliert, dann kommt Tod. In dem Tag, wo ihr isst, werdet ihr sterben. Und sie aßen und sie starben. Du sagst, die starben nicht, sie starben. Um das zu verstehen, muss man die Frage wieder stellen, was ist Leben? Leben ist nicht bloß physikalisches Leben, es ist dieses Verhältnis mit Gott. Sie starben auf der Ebene. Und dann stellten sie bald fest, dass das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist irgendwie außerordentlich. Dann stellt man so schnell in der Geschichte fest, dass es gibt einen Tod auf der Ebene der Kunst und Ästhetik. Dann stellt man fest, dass es einen Tod gibt in Verhältnissen allen diesen Ebenen, bis letztlich der physikalische Tod. Aber das ist nicht das Letzte, ist es. Das Wort in der Schöpfung, das Wort bestimmen das Verhältnis zwischen Menschen und Gott. Und wenn sie in die Irre gingen, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Was für einen Gott, der die lebendige Zelle erfunden hat in alle ihre Komplexität. 30.000 Enzyklopädie-Seiten in einer Zelle einkodiert. Von den 10 Trillionen Zellen deines Körpers. Er hat sie alle erfunden. Dass dieser Gott Fleisch wurde. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und nicht nur das, sondern dass durch sein Fleischwerden, sein Tod auf dem Kreuz und seine Auferstehung, wir Menschen, die so verrückt in die Irre gegangen waren, dürfen Buße tun und zurück zu ihm zu kommen. Es ist gewaltig. Gott schenke uns durch unsere Überlegung von seinem Wort und von der Wissenschaft deutlich zu sehen, aber deutlich zu sehen, dass wir eine Wahl haben. Wir haben eine Wahl, entweder ihm nachzufolgen oder nicht. Und aus wissenschaftlichen Gründen braucht keiner sich zu schämen von seinem oder ihrem christlichen Glauben.